Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr ganz entspannt von eurem Sylt-Urlaub wieder nach Hause fahren könnt. Wir nutzen dazu einen alten Intercity 1 vom Bahnhof Westerland. Der Zug fährt tatsächlich von Westerland über Bremen bis nach Köln. Wir fahren heute in der ersten Klasse und lassen es uns dort richtig gut gehen. Zwischendurch sehen wir sogar noch einen Lokwechsel. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Na, erratet ihr, wo ich gerade bin? Ja, genau, ich bin auf Sylt im Ort Westerland. Das ist der letzte Bahnhof auf der Insel und ich muss leider wieder nach Hause fahren. Wir fahren heute mit einem alten Intercity 1 direkt von Westerland über Bremen zurück nach Neustadt bei Hannover. Das Coole ist, hier gibt es halt noch einen alten Intercity, den finde ich meistens gar nicht, wenn ich meine Touren plane. Deswegen widme ich ihm heute ein eigenes, schönes Video. Schauen wir uns doch mal hier kurz den Bahnhofsplatz an. Da sind die Skulpturen, die weggepustet werden. Da ist das Bahnhofsgebäude. Da gehen wir aber nicht rein, weil das immer zu voll ist. Und hier sind noch ein paar Geschäfte. Da ist nochmal das Bahnhofsgebäude. Sieht schon schön aus. Man kann am Bahnhof übrigens links und rechts vorbeigehen. Wir gehen einfach links vorbei, da ist es am leersten. Da sehen wir nochmal den Haupteingang. Und schon sind wir am Bahnsteig. Ganz einfach links dran vorbei. Für die Raucher gibt es hier einen Raucherbereich. Vielleicht haben wir Glück und können die Einfahrt unseres Zuges filmen. Ach, unser Zug ist sogar schon angeschlagen. Cool. Da ist er schon. Er kommt um 12:38 Uhr an und fährt um 13:21 Uhr los. Wir fahren heute erste Klasse, das heißt, wir müssen in Fahrtrichtung nach ganz vorne. Ach, hier sind noch ein paar schöne Dieselloks. Baureihe 245. Also wir haben insgesamt 4 Gleise. Und hier ist noch ein Café. Da steht es, Westerland Sylt. Da kommt gerade ein Autozug an und die Lok verabschiedet sich vom Zug. Da ist der Rest. Es ist total beeindruckend, wie viele Autos hier am Tag rübergefahren werden. Hinter mir ist gerade ein Regionalexpress. Den bin ich allerdings noch nicht gefahren. Schauen wir dem Regionalexpress bei der Ausfahrt zu. Der fährt nach Hamburg-Altona. Mach's gut, Lok 245. Einfahrt IC 2214 von Köln. Ach, du ahnst es ja nicht. Der wird mit der Baureihe 218 Diesellok gezogen. Die Lok wird abgekoppelt. Die 2 Loks. Ja, Dieseldampf. Bestimmt fährt sie gleich an uns vorbei. Hier wurde gerade die Weiche verstellt. Da seht ihr sie per Hand. Unsere beiden Loks sind nun dort hinten. Da kommt sie. Vorbei an den Waggons. Mensch, hier ist ja richtig Bahn-Entertainment. Toll. Ja, so eine alte Baureihe 218 Diesellok sieht man eigentlich gar nicht mehr. Zumindest nicht dort, wo ich wohne. Deswegen freue ich mich dreifach. Ich laufe jetzt mal schnell nach vorne, damit wir den Triebwagen sehen können. Triebwagen gefunden. Oh nein, der Waggon hat keine 6 Abteile. Moment. Habe ich gerade Triebwagen gesagt?
Er hat keinen Triebwagen. Wie gemein. Naja, schauen wir trotzdem zu, wie unsere Baureihe 218er Loks ankoppeln. Einen Waggon vorher sehen wir schöne Sechserabteile, da mache ich es mir gemütlich. Unsere Loks kommen zurück. Ganz langsam. Jetzt kommen die Stromkabel. 1. Kommt noch was? Ne, ist fertig, da wird schon gewunken. Cool. Wow, live gesehen, wie 2 Dieselloks angekoppelt wurden. Hammer. Der Zug wird jetzt nochmal in den Bahnhof zurückgeschoben und wir gehen jetzt zu unserem Waggon. Es hat alleine 10 Minuten gedauert, bis alle Leute aus dem Zug wieder ausgestiegen sind, die noch nicht einsteigen sollten, und bis alle Leute aus dem Gefahrenbereich raus waren, weil die Leute standen nämlich wunderbar am Bahnsteig in dem Sicherheitsbereich. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Route. Wir starten im Ort Westerland auf Sylt. Da ist schon Sylt und fahren von dort aus mit dem alten Intercity 1 über den Hindenburgdamm vorbei an Niebüll und Hamburg nach Bremen. Und von Bremen aus fahren wir noch ein kleines Stück mit einem Regionalexpress zu unserem Ziel Neustadt bei Hannover. Da ist Neustadt. Zug steht. Mal gucken, ob es klappt. Haha! Und hinein! Nichts reserviert, hier gehen wir rein. Yeah! Ein ganzes Sechserabteil für uns alleine. Noch ist es ganz leer hier. Schauen wir uns ein Abteil in Ruhe an. Da geht's los. Danke dir schon, sehr freundlich. Sieht schon gut aus. So sehen die Sitze aus. Das war nur ein kurzer Überblick über das Sechserabteil. Ich gehe jetzt in den vordersten Waggon. Da ist nämlich ein Großraumabteil. Das schauen wir uns erstmal an. Das Sechserabteil gucken wir uns nachher im Detail an. Klack. Da ist ein Großraumabteil. Oh, das sieht auch gut aus. Hier gibt es 2+1 Konfiguration. 2, 1. Sieht auch gut aus. Klapptisch. Klapptisch. Feedback-Code. Feedback-Code. Gardinen. Ablagen. Keine Reservierung dran. Sitze für hohe Deutsche Bahnkunden. Und so sieht die Beleuchtung von oben aus. Das soll reichen für das Großraumabteil. Wir machen jetzt Party im Sechserabteil. Oh, hier hat jemand was aufgebaut. Ich glaube, wir müssen auf das Sechserabteil anstoßen. Feiern wir das Sechserabteil. Es ist Aperol Spritz. Prosit auf eine schöne Zugfahrt. Gut gemixt. Schauen wir uns nun den Sitz im Detail an. Da ist er. Ein schöner Ledersitz. Ah, hier kann man es aushalten. Mein Kopf ist wunderbar gestützt und jetzt habe ich unten einen kleinen Griff gefunden. Und den ziehen wir jetzt runter und zack, nach vorne gezogen. Dieser alte Sitz ist absolut klasse. Dort ist der Griff, mit dem man die Sitzfläche nach vorne zieht. Wir müssen ja noch den Breitecheck machen.
Ihr seht, ich habe gigantisch viel Platz. Mein Sitznachbar wird nicht von mir belästigt. Ich habe noch ein ganz besonderes Feature gefunden. Eine Heizung ist auf kalt gestellt. Ich bin gespannt, ob das nachher funktioniert. Gute Wirkung der Klimaanlage nur bei geschlossener Abteiltür. Ach, ist Klimaanlage. Wir haben die Abteiltür geschlossen. Klapptisch. Mit Anti-Rutsch-Vorrichtung. Also zumindest rutscht uns nichts auf den Schoß. Aber links, rechts kann es rutschen. An jedem Sitz finden wir auch eine Steckdose und einen kleinen Mülleimer. Einen Spiegel gibt es hier auch. Grüßt euch. Eine Leselampe. Funktioniert. Und eine große Ablagefläche. Da hat man doch mal richtig Platz. Sehr gut. Testen wir die Ablagefläche. Ja, gut geschützt. Hier sehen wir ein Control Panel. Lautsprecher für Ansagen. Oder ist das für die Lüftung? Ich kann es leider nicht erkennen. Ein Lichtschalter. Funktioniert. Machen wir es uns kuschelig. Aber wir wollen das Licht nochmal in Aktion sehen. Plopp. Oh, das ist ein angenehmes Licht. Nicht zu grell und nicht zu dunkel. WLAN soll es hier auch geben. Das probieren wir natürlich während der Fahrt aus. Hier seht ihr nochmal die Zeichen an der Tür. Erste Klasse, Raucherbereich und Handybereich. Wir dürfen hier also ganz laut telefonieren. Und an der Außentür ist ein WLAN-Zeichen. Da die Leute in den stehenden Zug schon reingesprungen sind, werden wir auf jeden Fall zu spät losfahren. Bisher sind 3 Minuten Verspätung geplant. Der Schaffner hat gepfiffen, die Türen haben gepiept. Ausfahrt aus Westerland Sylt. Los geht's. Da wollen wir doch mal sehen, was unsere kleinen BR 218 Loks für Power in die Beschleunigung geben. Unsere gesamte Strecke von Westerland Sylt bis Itzehoe ist übrigens komplett ohne Elektrifizierung. Deswegen brauchen wir auch die Dieselloks. Rechts neben uns sehen wir einen Autozug. Echt beeindruckend, wie viele Autos die hier über den Damm schieben. Sylt hat übrigens noch 2 weitere Bahnhöfe, aber dort hält unser Intercity nicht. Unser erster Halt wird in Kürze Niebüll sein. Jetzt wird's verrückt. Da möchte jemand, dass ich einchecke. Komfort-Check-In. Sag bloß, das funktioniert. Oh, in welchem Abteil sitze ich? Wir sind gerade in Wagen 11 und haben Sitzplatz 14 und 16. Sag bloß, das funktioniert. Es funktioniert. Oh oh, wir werden gewarnt, dass noch eine Ticketkontrolle möglich ist. Der Schaffner ist gerade an uns vorbeigelaufen. Mal gucken, ob er noch vorbeikommt. Ich bin gerade in der DB Navigator App und jetzt suchen wir doch mal nach WLAN. Los geht die Suche. Wi-Fi on ICE. Ich werde verrückt. Na? Tu etwas. Tut noch nichts. Internet eventuell nicht verfügbar. Na klar, volles Risiko, immer verbinden. Wi-Fi und ICE ohne Internetverbindung. Oh. Ich suche mal das ICE-Portal raus. Und wir sind rausgeflogen. Und es ist gar nichts los. Also der erste WLAN-Versuch war jetzt nicht so erfolgreich. Ich teste es später nochmal. Genießen wir noch ein bisschen Sylt. Wir fahren ja jetzt immer weiter weg vom Wasser. Wir fahren gerade durch den Bahnhof Keitum. Hier halten wir aber eigentlich gar nicht. Da sehen wir es nochmal. Keitum. Der Regionalexpress RE6 hält hier.
Da kommt gerade ein Gegen-Intercity und der hatte einen Triebwagen. Ach, wie schade. Ich hätte so gerne einen schönen Triebwagen gefilmt vom Intercity 1. Die Höchstgeschwindigkeit auf unserer Strecke ist übrigens 140 km/h. Aber gerade fahren wir definitiv keine 140 km/h. Ich habe mir mal den Streckenverlauf angeschaut und tatsächlich sollen wir auf dem Hindenburgdamm sogar auch 140 km/h fahren dürfen. Aber ich glaube, das fährt da keiner. Ich kann tatsächlich die Geschwindigkeit tracken. Das GPS-Signal geht durch das Dach. Wir fahren gleich durch den letzten Bahnhof auf der Insel Sylt, nämlich Morsum. Hier halten wir übrigens auch nicht. Und hier sehen wir noch ein paar schöne Friesenhäuschen. Das war Morsum. Und gleich geht's auf den Hindenburgdamm. Einmal mitten durchs nördliche Wattenmeer. Los geht's. Da ist die Nordsee. Der Hindenburgdamm wurde übrigens 1927 erbaut, in einer Bauzeit von nur 4 Jahren. Richtiger Wahnsinn. Und der Damm ist insgesamt 11,3 Kilometer lang, aber es liegen nur noch 8,1 Kilometer im Wasser aufgrund von Landgewinnung. Da ist das Meer. Genießen wir die Aussicht. Wunderbar. Scheint Flut zu sein. Auf meiner Hinfahrt war hier alles trocken. Ich gehe mal auf die andere Seite, vielleicht ist es da spannender. Also hier ist es etwas spannender. Hier ist es immerhin noch grün. Seht ihr die Rechtecke im Wasser? Was bringt das? Klärt mich doch bitte auf. Bei Ebbe konnte man diese Linien sehr gut erkennen. Jetzt ragen sie auch ein bisschen aus dem Wasser raus. Ja, jetzt ist hier tatsächlich alles unter Wasser. Wir fahren schätzungsweise mit 120 km/h über den Hindenburgdamm. Hier ist schon weniger Wasser, als wenn er gleich vorbei wäre, der Damm. Ja, er ist gleich vorbei. Da sind schon die ersten Onshore-Windräder. Onshore bedeutet auf dem Land. Im Wasser wäre Offshore. Hier wird Strom umgespannt. Da sind die Windräder. Ein Großteil davon steht still. Na, haben wir wieder zu viel Strom produziert? Hier wird Wind abgebaut. Also das macht ja schon mal richtig Spaß. Erster Teil gleich richtig cool. Und hier wird auch noch Sonne abgebaut. Ein Solarpark. Mensch, die Friesen wissen aber, wie man die Energie gewinnt. Auf der Hinfahrt haben wir auf dem Deich eine Steakplantage gefunden. Da wurden nämlich Rinder gezüchtet. Jetzt haben wir sie gerade leider nicht gesehen. Die hätte ich euch gerne gezeigt. Es waren wirklich sehr, sehr schöne Steaks. Immerhin sehen wir ein paar schöne Schafe. Da sind auch noch Babys bei. Na sowas. Plötzlich ist das WLAN verfügbar. Klick. Also das WLAN funktioniert jetzt, aber wir haben leider kein Portal. Dies ist unser erster Bahnhof auf dem Festland. Er heißt Klangsbühl. Hier halten wir auch nicht. Da wir uns nun auf dem Festland befinden, ist es Zeit für einen WLAN-Speedtest. Ach du meine Güte, was ist denn da los? 20 Mbits. Wow. Nicht schlecht. Und wir sind gefühlt mitten im Nichts. Oder seht ihr hier irgendwas? Wir wollten ja die Klimaanlage nochmal testen. Die macht übrigens einen richtig guten Job. Die Klimaanlage
pustet kontinuierlich durch und es ist schon wesentlich kühler geworden. Also Top-Teil. Wir erreichen in Kürze unseren ersten Halt, Niebüll. Und Niebüll ist ein ganz besonderer Bahnhof für diesen Zug. Erstens, wir haben 14 Minuten Aufenthalt. Aber warum? Nämlich deswegen. Wir erhalten 2 zusätzliche Waggons, sogenannte Kurswagen. Diese 2 Kurswagen werden von der NEG gebracht, vom Hafen Dagebüll-Mole, was auch gleichzeitig ein Bahnhof ist. Und von Dagebüll-Mole könnt ihr mit der Fähre nach Amrum und nach Föhr fahren. Das sind übrigens beides sehr, sehr schöne Inseln. Schaut euch die doch auch mal an. Vielleicht haben wir ja Glück und können sehen, wie diese 2 Waggons angekoppelt werden. Wir erreichen nun Niebüll. Da ist das Schild. Und gleich kommt es nochmal in Blau. Da ist es in Blau. Unser erster Halt. Ich gehe jetzt raus und versuche, die 2 neuen Waggons zu sehen. Ganz, ganz hinten ans Ende werden die Waggons gekoppelt. Oh, aber hier sehen wir noch einen schönen RE6. Da ist mein Abteil. Wir sehen hier, der fährt durch bis nach Köln. Wir wollen aber in Bremen aussteigen. 14 Minuten Pause. Ich gehe jetzt doch komplett ans Ende des Zuges und schaue zu, wie die 2 Waggons angekoppelt werden. Da sehen wir schon unseren kompletten Zug. In Abschnitt F kommen Waggon 4 und 5 dazu und ich sitze hier in Abschnitt C in Waggon 11. Ich habe das Ende des Zuges erreicht. Aber es sind noch keine Waggons 4 und 5 da. Da hinten ist die NEG und da sehen wir schon die 2 Kurswagen. Da kommen unsere 2 Waggons. Genießen wir den Koppelvorgang. Waggon 4 und 5 wurden erfolgreich angekoppelt. Und es geht wieder hinein in den Zug. Nun ist unser Zug komplett. Ich laufe gerade durch die 2. Klasse. Mittlerweile bin ich in Wagen 8. Unser Zug heißt übrigens Deichgraf. Ich habe einen Vorratsraum gefunden. Da ist ein fast leerer 2. Klasse Waggon. Sieht gut aus. Die Sitze sind in 2+2. Und es gibt auch 4er. Sieht gemütlich aus. Ein Familienabteil gibt es sogar auch. Nicht schlecht. Und ein Kinderspielabteil mit extra Platz. Achtung! Merkt euch bitte eins, dieser Zug hat kein Bordbistro. Also ihr könnt nichts zu essen kaufen und auch nichts zu trinken kaufen. Packt euch euren Proviant vorher ein. Wir erreichen unseren 2. Halt, Husum. Ach doof, ich sitze auf der falschen Seite. Moment. Das ist Husum. In Husum habt ihr Anschluss nach St. Peter-Ording. St. Peter-Ording ist übrigens ein wunderschöner Urlaubsort. Ihr habt dort einen riesigen Sandstrand. Fahrt da doch auch mal gerne hin. Ich habe gerade die Information erhalten, dass wir eine voll funktionstüchtige Toilette haben. Na, das probieren wir aus. Los geht's. Bahn 11. WC. Hinein mit uns. Das ist ja sauber. Wow. Ich bin erstaunt. Grüßt euch. Und nun Hände waschen. Seife kommt raus. Da ist der Wasserknopf. Haha. Wow. Einwandfrei. Haben wir auch Tücher?
So, Seife und Wasser sind schon mal gut. Und Tücher haben wir auch, aber die lassen sich schwer greifen. Da kommen die Tücher. Ja, wunderbar. Sehr ordentlich. Top. Hier gibt es übrigens noch Desinfektionsmittel für die Klobrille. Sogar mit Bedienungsanleitung. Klopapier nehmen, Tropfen drauf, wischen. Sauber. Wir haben den Bahnhof Heide erreicht. In Heide sehen wir Oberleitungen. Aber hier hält kein Zug, der mit Strom fährt. Hier fahren wirklich nur Dieselzüge. Dort steht zum Beispiel ein schöner Dieselzug. Wir erreichen jetzt ein kleines Highlight. Es ist die Eisenbahnhochbrücke Hochdonn. Die Brücke ist wirklich hoch. Richtig toll. Da kommt der Kanal. Hallo Kanal. Da hinten ist sogar ein Schiff. Wir bremsen gerade auf der Brücke. Warum bremst man auf einer Hochbrücke? Die ist aber wirklich lang. Ich habe noch ein paar Infos zu der Hochbrücke. Also, dass sie Hochdonn heißt, wissen wir ja. Sie ist 56 Meter hoch, wurde 1920 eröffnet und ist 2,2 Kilometer lang. Brücke vorbei. Wir erreichen in Kürze Itzehoe. In Itzehoe wird ein Lokwechsel stattfinden. Vermutlich wechseln wir jetzt auf eine E-Lok, weil ab Itzehoe gibt es nämlich Oberleitungen. Wir erreichen Itzehoe. Und da sind die schönen Oberleitungen. Hallo Nordbahn. Nordbahn fährt mit Strom. Mach's gut, BR 218. Ihr beide habt gute Arbeit geleistet. Eine 5-Bar und eine 10-Bar Leitung Luftschläuche. Und da hinten ist ein Stromkabel. Da kommt sie schon. Eine schöne 101. Langsam. Sieht gut aus, jetzt noch Handarbeit. Pantograph ist runter. Jetzt kommt Handarbeit. Druckluft passt. Und nun Strom. Noch mehr Kabel, noch ein Kabel. Pantograph ist dran. Jetzt haben wir wieder Saft. Unsere neue Lok, die 101, darf sogar bis zu 220 km/h fahren und sie wird betrieben mit 15 Kilovolt. Ihr habt ja gerade gehört, als der Pantograph rangegangen ist, wie viel Power da in der Leitung steckt. Also 15 Kilovolt ist schon ordentlich, aber nicht so viel wie im Verhältnis zu Italien. Da fahren die nämlich sogar mit 25 Kilovolt und auch 300 km/h. Womöglich fragt ihr euch, wie teuer denn diese Zugfahrt heute ist. Also wir fahren ja von Westerland-Sylt bis über Bremen nach Hause, nach Neustadt. Da fahren wir noch mit dem Regionalexpress später. Mich kostet die Fahrt tatsächlich nur 32,50 € inklusive Bahncard 25 erste Klasse Rabatt. Also günstiger geht's nicht. Ich habe mal geschaut, der Autozug von Nibel nach Westerland kostet alleine schon 130 € hin und zurück inklusive Reservierung. Und wir fahren ganz entspannt mit dem Zug und brauchen uns um nichts kümmern. In Kürze erreichen wir Hamburg Hauptbahnhof und wir dürfen nun ein bisschen schneller fahren. Die Höchstgeschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt beträgt 160 km/h.
Und hier sehen wir die Binnenalster. Ist wirklich schön hier. In Kürze erreichen wir den Hauptbahnhof von Hamburg. Wir kommen gerade auf Gleis 12 an. Und rechts neben uns ist schon gleich ein Metronom nach Hannover. Genießen wir die Durchfahrt durch den Bahnhof. Wir sind ja fast ganz vorne, wir sehen fast den ganzen Bahnhof. Falls ihr euch höhere Geschwindigkeiten wünscht, muss ich euch leider noch ein bisschen enttäuschen. Erst ab Buchholz-Nordheide ist die Strecke für 200 km/h freigegeben. Wir sind nun auf der Rennstrecke. Mal gucken, ob wir 200 schaffen. 194 ist auch schon gut. Schauen wir raus. Jetzt haben wir 200. So sehen 200 km/h in unserem kleinen, alten IC1 aus. 200 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit für diesen Streckenabschnitt. Ach, jetzt kommt mal eine freie Fläche. Oder doch nicht. Also wenn mich nicht alles täuscht, sind wir perfekt pünktlich. Und nochmal 200 km/h nach links. Geht gut ab. Der Metronom fliegt an uns vorbei. Angeblich sollen wir gerade 203 auf der Uhr gehabt haben. Ja, das ist doch ein tolles Finale nach solch einer langen Zugfahrt. Wir erreichen Bremen Hauptbahnhof perfekt pünktlich. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe diesen Zug nämlich mehrere Tage angeschaut und entweder fuhr er gar nicht ab Westerland, sondern ab Niebüll, ist komplett ausgefallen oder hatte wahnsinnig viel Verspätung. Ja. Und ich sitze heute drin und habe Riesenglück, dass es so gut läuft. Mit den Lokwechseln, mit den Waggons ankoppeln. Hammer. Also, das feiere ich. Bremen Hauptbahnhof beginnt. Tatsache, perfekt pünktlich. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiterlaufen. Jetzt. Bremen Hauptbahnhof. Mach's gut. Wunderbarer IC1. Das war eine tolle Fahrt. Und da sehen wir die tollen Rundungen des Bahnhofes. Ey, das war saugut. Jetzt holen wir Abendessen und fahren dann noch Regionalexpress mit Doppelstockwagen. Und einmal runter bitte. Und so sieht's hier aus. Gleis 7 gefunden. Gibt keine Rolltreppen hier. Ich muss laufen. Zug gefunden. Wir müssen in Abschnitt D, da ist die erste Klasse. Sieht so aus, als wenn Abschnitt D im Regen sei. Abschnitt D gefunden. Noch genau im Trockenen. Wunderbar. Ist das aber kalt. Regen und Wind, keine gute Kombination. Und da kommt unser Regionalexpress nach Neustadt. Er fährt aber weiter bis nach Hannover. Hallo RE8. Und die erste Klasse ist ganz hinten. Perfekt.
und rein mit uns. Oh, sieht gut aus hier. Schöne breite Sitze. Genießen wir die Ausfahrt aus Bremen Hauptbahnhof. Wir starten perfekt pünktlich. Und so sieht der Bahnhof aus dem Doppelstockzug aus. Zugeschiedene Fahrgäste auf der Fahrt nach Hannover Hauptbahnhof über Fernanhalter und Nienburg an der Weser. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, Bremen-Mahndorf. Also das Dach ist echt beeindruckend von dem Bahnhof. Da staune ich jedes Mal wieder drüber. Das war ein kurzer Abstecher nach Bremen Hauptbahnhof. Und hier sehen wir nochmal den Sitz aus unserem RE-Doppelstockwaggon. Man kann ihn leider nicht weiter verstellen und es gibt auch keine Steckdosen. Also das war ja ein sehr aufregender Zugfahrtag. Der Intercity von Westerland nach Bremen hat genau 4 Stunden und 21 Minuten gebraucht und war perfekt pünktlich. Also für mich war das ein tolles Erlebnis, vor allen Dingen die Waggons, die noch angekoppelt wurden, der Lokwechsel, die erste Klasse im 6-Abteil, einfach top. Ja, jetzt sitze ich gerade noch im Regionalexpress und fahre nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, sodass ihr vielleicht auch mal mit dem Zug nach Sylt fahrt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich mehrfach freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützt, zum Beispiel Mitglied werdet in der Business Class, weil ich habe nämlich fleißig Videos für euch vorbereitet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.